Moderne Vögel, die Neornithes, sind die einzigen überlebenden Dinosaurier. Alle anderen Dinosaurier, auch verschiedene Mitglieder der Aviale wie die Enantiornithes und Gattungen wie Hesperornis und Ichthyornis, überlebten das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit nicht. Wir haben den evolutionären Prozess der Entstehung dieser Gruppe aus den Dinosauriern bis in die anatomischen Details vorgestellt. Was hat aber dazu geführt, dass die Neornithes so besonders sind, dass sie das große Massenaussterben am Ende der Kreidezeit überleben konnten? Doch beginnen wir erst einmal, was die Neornithes überhaupt definiert. Worin unterscheiden sie sich von anderen Mitgliedern der Aviale wie Archaeopteryx, Confuciusornis oder den Enantiornithes? Zu den evolutionären Neuheiten, also Synapomorphien, die die Monophylie der Neornithes belegen, gehören das Fehlen von Zähnen, die Verschmelzung der Symphyse zwischen den beiden Hälften des Unterkiefers und das Vorhandensein von 3 Gelenkfacetten am ventralen Ende des Quadratum. Das Quadratum ist ein Knochen im Unterkiefer, welches bei den Wirbeltieren das primäre Kiefergelenk bildet. Bei den Säugetieren, welche ein sekundäres Kiefergelenk haben, ist das Quadratum einer der Mittelohrknochen, nämlich der Amboss. Die Neornithes haben auch einen komplexen Hypotarsus, ein knöcherner Wulst am Mittelfußknochen. Weiterhin fehlen ihnen die Bauchrippen und sie haben eine pneumatischere Ohrregion als frühere Vögel. Manchmal wird angenommen, dass einige oder alle diese Merkmale die Neornithes zu besseren Fliegern oder anpassungsfähigeren Fressern gemacht haben als die anderen Aviale. Es sollte jedoch immer bedacht werden, dass die Vögel schon mehr als 70 Millionen Jahre vor dem Auftreten der Neornithes weit verbreitet und vielfältig waren. Die meisten Studien zur molekularen Datierung deuten auf eine evolutionäre Radiation der Neornithes in der Kreidezeit hin, während fossile Beweise auf eine Radiation im Känozoikum hindeuten. Bedingt durch die Seltenheit der Fossilisation dürften molekulare Daten aber eine gewisse Aussagekraft haben. Die neuesten Arbeiten zeigen, dass sich die wichtigsten Hauptgruppen der Vögel, nämlich die Urkiefervögel, Hühner- und Gänsevögel sowie die Neoaves, bereits vor 100 bis 75 Millionen Jahren auseinanderentwickelten. Gestützt wird dies auch durch Fossilien, die eindeutig den Neornithes zugeordnet werden. Vegavis, Austinyornis und Asteriornis sind 3 kreidezeitliche Gattungen, die in die Verwandtschaft der Gänse- und Hühnervögel eingeordnet werden. Warum haben so viele Neornithes-Linien bis ins Känozoikum überlebt, während andere avialische Linien offenbar nicht überlebt haben? Möglicherweise waren die Neornithes widerstandsfähiger gegen ökologische Störungen, mobiler oder schneller im Wachstum oder in der Fortpflanzung als die Nicht-Neornithes. Die dürftige Überlieferung von Vögeln aus dem Paläozän bedeutet jedoch, dass das scheinbare Aussterben der Nicht-Neornithes möglicherweise nicht so real ist, wie es scheint. Quinornis aus dem frühen Paläozän Chinas soll eine nicht-neornitische Linie repräsentieren, was auf die Möglichkeit hindeutet, dass einige Gruppen weiterlebten und den Neornithes im Hinblick auf das Überleben nicht unterlegen waren. Andererseits ist aber auch denkbar, dass einige Nicht-Neornithes-Gruppen vor dem Ende des Maastrichtiums verschwunden sind. In den letzten Jahren sind aber einige Studien erschienen, die etwas mehr Klarheit über den Erfolg der Neornithes gegenüber ihren Dinosaurierverwandten bringen. Eine dieser Studien legt nahe, dass die Ernährung der Schlüssel dazu sein könnte. Hierfür schauten sich die Forscher die Zähne der Maniraptora inklusive der Dromaeosaurier und Aviale an. Insgesamt wurden Daten von über 3000 Exemplaren gesammelt. Mit Hilfe statistischer Analysen verfolgten sie dann, wie sich die Variabilität der Zahnform in den letzten 18 Millionen Jahren der Kreidezeit veränderte, also in der Zeit, in der die Dinosaurier nichts von dem Schrecken ahnten, der aus dem Weltall kommen sollte. Ihre Ergebnisse zeigen, dass es zu keiner Veränderungen der Variation in der Zahnform gekommen ist. Das heißt wiederum, dass die bezahnten Maniraptoren sich in ihren Ernährungsgewohnheiten nicht veränderten. Dies ist insofern interessant, weil die Neornithes gegenüber vielen ihrer Verwandten
zahnlos waren. Viele andere aviale Gruppen, namentlich die Enantiornites, aber auch solche wie Ichthyornis und Hesperornis, die alle sehr vogelähnlich aussehen, haben Schnäbel mit Zähnen. Die Ergebnisse der Forschung deuten darauf hin, dass die Zahnlosigkeit den Neornites einen enormen Vorteil verschaffte. Paläontologen haben festgestellt, dass einige Dinosauriergruppen, darunter auch Vögel, Schnäbel entwickelten und ihre Zähne verloren, als sie zu Pflanzenfressern wurden. Während die ersten Vögel Zähne hatten, um Insekten und andere kleine Tiere zu fangen, spezialisierten sich einige Vogelstämme auf Früchte, Samen und andere pflanzliche Nahrung. Anstelle von Zähnen zum Fangen entwickelten die Vögel Schnäbel zum Rupfen und Pflücken. Am Ende der Kreidezeit ernährten sich die zahnlosen Neornites vielseitiger als ihre bezahnten Verwandten. Diese Vögel waren nicht auf Insekten oder andere tierische Nahrung spezialisiert und konnten daher auch harte Nahrung wie Samen und Nüsse fressen. Und in der Zeit nach dem Aussterben, als die Tierwelt stark zurückging, konnten die Neornites mit dieser Fähigkeit die schweren Zeiten überstehen. Von modernen ökologischen Störungen wie Waldbränden, die in kleinerem Maßstab mit den Ereignissen vor 66 Millionen Jahren vergleichbar sind, wissen wir, dass Samen selbst die schlimmsten Katastrophen überstehen können und dass samenfressende Vögel zu den ersten Arten gehören, die sich wieder ansiedeln, wenn die Dinge wieder in Ordnung kommen. Folgerichtig konnten die Vögel diese Nahrungsquelle auch am Ende der Kreidezeit für sich nutzen. Ein weiteres Forscherteam vom Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften fand ebenfalls heraus, dass die Unterschiede in der Ernährung zwischen den Vögeln und Nicht-Vogeldinosauriern dazu beigetragen haben könnten, das Geheimnis zu lüften. Die Forscher untersuchten die Mikrostruktur der Zähne von Vögeln aus der frühen Kreidezeit und verglichen sie mit ihren nächsten Verwandten, den Dinosauriern Microraptor und Anchiornis. In einer vorangegangenen Studie fanden die Forscher durch die Anwendung der Röntgentransmissionsmikroskopie an fossilen Zähnen heraus, dass es bei fleischfressenden Dinosauriern direkt unter dem Zahnschmelz eine besondere Dentinschicht, das sogenannte poröse Manteldentin, gab. Dieses besondere Dentin spielte eine Schlüsselrolle bei der Abschwächung des großen Schocks beim Abbeißen und verhinderte den Zahnabbruch bei Dinosauriern. In der aktuellen Studie verglichen die Forscher die mikroskopische Zahnstruktur von nicht-avischen Dinosauriern, darunter Troodon, Anchiornis und Microraptor, mit Vertretern der gezahnten Vögel aus der Kreidezeit wie Sapeornis und Jeholornis. Die Ergebnisse zeigten, dass zwar bei allen untersuchten mesozoischen Vogelzähnen der vereinfachte Zahnschmelz erhalten blieb, die poröse Manteldentinschicht zwischen dem Zahnschmelz und dem eigentlichen Dentin jedoch verloren ging. Überraschenderweise verlor auch ein Zahn aus einem neuen Microraptor-Fossil diese Schicht. Das Team schlug vor, dass die Ernährungsstrategien der mesozoischen Zahnvögel in bemerkenswertem Gegensatz zu denen ihrer Konkurrenten der Raubsaurier standen. Die Zähne der fossilen Vögel wurden nicht mehr zum Beißen oder Reißen verwendet und benötigten nicht mehr die zusätzliche Dentinschicht, die einen besonderen mechanischen Schutz bietet. Diese Erkenntnisse liefern indirekte Beweise dafür, dass Vögel und einige theropode Dinosaurier ihre Ernährungspräferenzen änderten. Sie vermieden den direkten ökologischen Wettbewerb um Nahrungsressourcen mit fleischfressenden Dinosauriern. Verglichen mit dem vorherrschenden Trend, das heißt Pflanzen, Insekten und Allesfresser zu werden, den diese frühen Vögel hatten, haben nur einige andere Dinosaurier konvergent die gleichen Gewohnheiten entwickelt, wie das neue Microraptor-Fossil es zeigte. In unserem Beitrag über die Evolution des Vogelschnabels haben wir zudem herausgefunden, dass der Verlust der Zähne bei Vögeln mit einem schnelleren Schlüpfen der Jungtiere aus den Eiern korreliert. Das Wachstum der Zähne ist etwas, was in der Embryonalentwicklung viel Zeit braucht, und ein Verlust der Zähne verkürzt die Inkubationszeit im Ei. Eine schnelle Bebrütung verringert das Risiko der Eimortalität durch Raubtiere, Krankheiten und Naturkatastrophen. Einer weiteren Studie zufolge waren die einzigen Vögel, die das Massenaussterben überlebten, Bodenbewohner, darunter alte Verwandte von Enten, Hühnern und Straußen. Nach der Katastrophe entwickelten sich diese Überlebenden schnell zu den meisten modernen Vogelarten, die wir heute kennen. Zur Untermauerung ihrer Hypothese trugen die Forscher eine Fülle von Beweisen aus unterschiedlichen Quellen zusammen.
Dazu gehören Daten aus umfangreichen neuen Stammbäumen für lebende Vögel, Hinweise aus neu entdeckten fossilen Vögeln und eine Analyse von Sporen und Pollen aus der unmittelbar nach dem Einschlag abgelagerten Gesteinsschicht. Zunächst wurde analysiert, wie sich die Ökologie der Vögel im Laufe der Evolutionsgeschichte verändert hatte. Nachdem das Team die evolutionären Beziehungen zwischen den mehr als 11.000 heute lebenden Vogelarten untersucht hatte, stellte es fest, dass die ersten Überlebenden bodenbewohnend waren, was darauf hindeutet, dass es in ihrer gemeinsamen Vergangenheit eine globale Entwaldung gegeben hat. Forscher hatten bereits seit langem vermutet, dass der Asteroideneinschlag globale Waldbrände verursachte, aber das Team hat nun das Argument der totalen Auslöschung der Wälder untermauert. Man sammelte Daten über die Anzahl fossiler Sporen und Pollen in Gesteinen aus vielen Regionen der Welt, einschließlich Neuseeland und den USA. In einer dünnen Gesteinsschicht, die sich in den ersten etwa 1000 Jahren nach dem Einschlag gebildet hat, stammen 70-90% der gefundenen Sporen von nur 2 Farnarten. Diese Farnsporen sind ein Beleg für eine Katastrophenflora, bei der Pionierarten schnell offenen Boden neu besiedeln, wie man es heute bei der Wiederbesiedlung von Lavaströmen auf Hawaii oder bei Erdrutschen nach Vulkanausbrüchen beobachten kann. Eine Analyse der häufigsten fossilen Vögel der späten Kreidezeit, den Enantionites, zeigt außerdem, dass die meisten von ihnen auf Bäumen lebten. Keiner dieser Vögel hat das Massenaussterben überlebt, was die Autoren darauf zurückführen, dass ihr Lebensraum völlig verschwunden war. Darüber hinaus scheinen neu entdeckte fossile Vertreter lebender Vogelgruppen aus der Zeit kurz nach dem Einschlag aufgrund der Proportionen ihrer Beine Bodenbewohner gewesen zu sein. Hierzu gehört unter anderem die Art Phoropanarium, welcher in die Verwandtschaft der Turacus gestellt wird und vor 48 Millionen Jahren in Wyoming, den USA, lebte. Er gilt als basalste Form der Turaco-Familie, war aber im Gegensatz zu seinen baumbewohnenden Nachfahren, die es heute nur in Afrika gibt, ein Bodenbewohner. Diese Beobachtungen stimmen mit der Vorstellung überein, dass bodenbewohnende Linien am Ende der Kreidezeit überlebten und dann wiederholt auf die Bäume zurückkehrten, nachdem sich die Wälder wieder erholt hatten. Alle von den Forschern herangezogenen unterschiedlichen Datenquellen, Pollenfossilien, Vogelfossilien und Rückschlüsse aus der modernen Vogelökologie stützen im Wesentlichen die gleiche Hypothese. Allerdings erklären die Daten noch nicht, warum eine Reihe von Enantionites und andere prähistorische Vögel, die nicht auf Bäumen lebten, ebenfalls ausstarben. Aber Wachstum und Entwicklung eines Vogels hören nicht mit dem Schlüpfen auf. Auch ein Jungtier braucht gute Überlebenschancen. Hier spielen Federn tatsächlich eine Rolle. Federn sind komplexe Strukturen, die nicht repariert werden können. Um sie in guter Form zu halten, werfen Vögel ihre Federn ab und lassen sich Ersatzfedern wachsen, was als Mauser bezeichnet wird. Küken mausern sich, um ihre juvenilen Federn durch die Federn erwachsener Vögel zu ersetzen. Ausgewachsene Vögel mausern sich weiterhin etwa einmal im Jahr. Bei Vogelküken gibt es verschiedene Arten der Mauser, je nachdem, ob sie Nesthocker oder Nestflüchter sind. Nesthocker schlüpfen nackt und hilflos. Das Fehlen von Federn bedeutet, dass ihre Eltern die Körperwärme effizienter direkt auf die Haut der Jungtiere übertragen können. Nestflüchter hingegen werden mit Federn geboren und sind ziemlich unabhängig von ihren Eltern. Alle Vogeljungen durchlaufen mehrere Mauserphasen, in denen sie ihre Federn verlieren und neue Federn nachwachsen lassen, bevor sie schließlich ihr erwachsenes Federkleid erhalten. Die Mauser ist sehr energieaufwendig. Und wenn ein Vogel viele Federn auf einmal verliert, kann er sich nur schwer warm halten. Aus diesem Grund neigen Nestflüchter dazu, sich langsam zu mausern, damit sie einen konstanten Federvorrat behalten, während Nesthocker, die sich auf ihre Eltern verlassen können, um Nahrung und Wärme zu erhalten, eine gleichzeitige Mauser durchlaufen, bei der sie alle Federn ungefähr zur gleichen Zeit verlieren. Ein spannender Fund eines Enantionites-Küken in Bernstein gibt Auskunft darüber, wie die Mauser bei dieser vielfältigen Vogelgruppe, die am Ende der Kreidezeit ausstarb, verlaufen ist. Dieses Exemplar zeigt eine völlig bizarre Kombination von Merkmalen, die bei keinem modernen Vogelküken zu beobachten ist.
denn es weist Kombinationen aus Nesthockern und Nestflüchtern auf. Alle Körperfedern befinden sich im Grunde im gleichen Entwicklungsstadium, was bedeutet, dass alle Federn gleichzeitig oder fast gleichzeitig zu wachsen begannen. Dies wäre ein typisches Muster bei Nesthockern, aber die Enantionites sind Nestflüchter, wie verschiedene Studien schon demonstriert haben. Der Druck, ein frühreifes Vogelküken zu sein, das sich warm halten musste, während es eine schnelle Mauser durchlief, könnte ein Faktor für den endgültigen Untergang der Enantionites gewesen sein. Bei erwachsenen Vögeln hingegen findet die Mauser einmal im Jahr statt. Hier verläuft die Mauser bei den allermeisten Arten wie bei Nestflüchterküken. Die Federn werden meist nach und nach ersetzt, häufig nach einem bestimmten System, um die Flugfähigkeit zu erhalten. Es gibt aber einige Vögel, bei denen die Schwungfedern innerhalb einer kurzen Zeitspanne, oft nur einige Tage, alle gleichzeitig abgeworfen und wieder ersetzt werden. Vögel, die durch solch ein gleichzeitiges Mausern ihr Federkleid ersetzen, sind während der Mauser flugunfähig. Diese Form der Mauser ist zum Beispiel bei vielen Entenvögeln verbreitet, die nicht unbedingt fliegen müssen, um Nahrung zu finden und Raubtieren auszuweichen. In einer Studie wurde das Muster der Mauser bei modernen Vögeln untersucht, um besser zu verstehen, wie sich dieser Prozess ursprünglich entwickelt hat. Bemerkenswerterweise finden sich bei fossilen Vögeln und Nicht-Vogeldinosauriern, deren Federkleid überliefert ist, keinerlei Anzeichen für eine Mauser. Man geht davon aus, dass diese Gruppen dann eine gleichzeitige Mauser hatten, bei der innerhalb kurzer Zeit das gesamte Federkleid gewechselt wurde. Da diese Art der Mauser sehr schnell vonstatten geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solch ein Individuum, das sich gerade in der Mauser befindet, zum Fossil wird, sehr gering. Um ihre Hypothese zu überprüfen, untersuchten die Forscher die Sammlung moderner Vögel des Field Museums, insgesamt über 600 Vogelhäute. Sie stellten dabei fest, dass Arten, die während der Mauser jeweils nur ein paar Federn verlieren, wesentlich häufiger anzutreffen sind als jene, die bei der Mauser alle Federn gleichzeitig verlieren. Obwohl es sich um moderne Vögel und nicht um Fossilien handelt, sind sie ein nützlicher Anhaltspunkt. In diesem Fall deutet das Fehlen der Mauser bei fossilen Vögeln darauf hin, dass sich die fossilen Vögel einfach nicht so oft mauserten wie die meisten modernen Vögel. Möglicherweise haben sie sich gleichzeitig gemausert oder sie haben sich nicht jährlich gemausert, wie es die meisten heutigen Vögel tun. Nach den in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichten Erkenntnissen sind die Vogelarten, die überlebt haben, jene, die ein größeres Vorderhirn gehabt haben müssen. Es hat sich herausgestellt, dass man bei einer Apokalypse lieber den Verstand als die Muskeln einsetzt. Über die Gehirne der frühen Vögel ist nicht viel bekannt, da ihre Hirnhäute, das Innere des Schädels, nur selten versteinert sind. Aus diesem Grund sind Wissenschaftler über einen Schädelteil von Ichthyornis, einem Urvogel, der vor etwa 85 Millionen Jahren in Kansas lebte, sehr erfreut. Forscher der University of Texas in Austin haben einen Röntgen-CT-Scan des Fossils angefertigt, mit dem das Gesichtsskelett und die Hirnschale des kreidezeitlichen Vogels digital in 3D rekonstruiert werden konnten, ohne dass die Fossilien in irgendeiner Weise invasiv verändert werden mussten. Die Analyse ergab, dass das Gehirn von Ichthyornis dem anderer Dinosaurier erstaunlich ähnlich war, während moderne Vögel, also die Neornites, über ein viel größeres Vorderhirn als ihre ausgestorbenen Verwandten verfügten. Aber Ichthyornis, der phylogenetisch relativ eng mit den Neornites verwandt ist, hat eine zusätzliche Struktur, die man sonst nur von modernen Vögeln kennt, einen sogenannten Wulst. Diese Gehirnstruktur ist eine dorsale Erweiterung des Großhirns, die es nur bei Vögeln gibt und die einer Unterregion des Großhirns entspricht, von der man annimmt, dass sie homolog zu Teilen des Neokortex von Säugetieren ist. Der Wulst ist ein visuelles Verarbeitungszentrum, dem eine Rolle beim Flug zugeschrieben wird, das aber auch allgemein an der somatosensorischen Integration beteiligt ist. Es ist also wichtig für die neuroanatomische Kontrolle des Vogelflugs, hat sich aber erst nach diesem zur Optimierung des Fluges entwickelt, da solch eine Region zum Beispiel bei Archaeopteryx fehlt. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Wulst jedoch um eine Gehirnstruktur mit vielfältigen Funktionen, die sich nicht auf die im Flug eingesetzten Funktionen beschränken. Die Entdeckung eines Wulst im Gehirn bei Ichthyornis zeigt,
dass die Gehirne anderer Aviale komplexer waren als bisher angenommen. Und da Ichthyornis sehr eng mit modernen Vögeln verwandt ist, aber immer noch nicht das riesige Vorderhirn hatte, das wir von heute lebenden Vögeln kennen, schlossen die Forscher daraus, dass sich diese großen Gehirne beim Vorfahren der lebenden Vögel entwickelt haben. Der Ursprung der heutigen Vögel ist durch größere, umgestaltete Gehirne gekennzeichnet, was auf eine Selektion für relativ große Telencephala und Augen hindeutet, aber nicht auf eine einzigartig kleine Körpergröße. Unterschiede im sensorischen System, die möglicherweise mit diesen Verschiebungen zusammenhängen, könnten dazu beitragen, das Überleben der Vögel im Vergleich zu anderen Dinosauriern zu erklären. Die Kombination aus größeren Gehirnen, geringerer Größe, ihrer Fähigkeit, ein breites Spektrum an Nahrungsmitteln zu verzehren und ihre Fähigkeit zu fliegen, könnte den Vögeln letztlich geholfen haben, das letzte Massenaussterben zu überleben. Heute gibt es mindestens 11.000 Vogelarten. Doch wie ging es mit der Evolution der Vögel nach dem Aussterben der Dinosaurier weiter? Das werden wir in den nächsten Episoden kennenlernen, indem wir die modernen Vogelgruppen uns genauer anschauen. Bleibt also dran!